Guten Tag, mein Name ist Vitali. Ich möchte mit Ihnen die Geschichte teilen, wie in unserem Haus ein Kamin entstanden ist. Seit diesem Moment sind nun fast 2 Jahre vergangen. Seit dem Bau des Hauses haben wir von einem Kamin geträumt. Dafür haben wir extra einen Platz vorgesehen, einen Schornstein gebaut, aber wir konnten uns lange nicht dazu durchringen, die richtige Firma und das passende Design auszuwählen. Aber natürlich hat sich hauptsächlich meine Frau um diese Frage gekümmert. Ursprünglich wünschten wir uns ein moderneres Kamindesign. Ja, wir hatten eine Idee. Eckig. Bevor wir das Haus bauten, dachten wir, wir würden ein modernes Haus haben mit einer Falltür, einem Kamin hinter Glas, einem Tresor. Nun ja. Aber Doch dann die Designer nach Gesprächen mit den Designern. Nein, auf der Messe habe ich ganz zufällig einen Kachelofen gesehen und das war's. Es war Liebe auf den ersten Blick und einfach und sogar, ich konnte an nichts anderes mehr denken oder mir etwas anderes vorstellen. Ich wollte einfach, dass hier ein Kamin steht mit Kacheln. Ich war mit meiner Frau völlig einer Meinung. Die Suche begann. Nun, darum hat sich Svetlana, meine Frau, gekümmert. Sie hat das ganze Internet durchforstet, unzählige Bewertungen gelesen und schließlich... Wir sind sogar losgefahren und haben uns einige Optionen angesehen. Hat sie sich für die Firma Ceramica Decor entschieden. Danach haben wir Kontakt mit dem Manager aufgenommen. Wir wurden beraten und ein Aufmaßtechniker wurde bestellt. Der Aufmaßtechniker hat sich unseren Platz angesehen, wo wir den Kamin aufstellen wollten. Er hat alles ausgemessen. Er hat sozusagen sein Okay gegeben. Aber in Wirklichkeit arbeitet in dieser Firma ein echtes Team von Profis, hochqualifizierten Profis. Ich würde es so sagen, denn ursprünglich hatten wir auch gedacht, dass unser Kamin ein wenig anders aussehen und stehen würde. Geplant war eine Ecklösung. Aber dann kam der Aufmaßtechniker selbst vorbei und schlug uns die Variante vor, die wir letztendlich auch umgesetzt haben. Und natürlich hat unsere Managerin alles weiter ausgearbeitet und uns viele schöne Varianten vorgeschlagen. Alles natürlich entsprechend unseren Wünschen, Geschmäckern und Vorlieben. Aber all das wurde so taktvoll, geschickt und richtig umgesetzt, sagen wir mal so, dass am Ende genau diese Variante unseres Kamins entstanden ist. Ja, angenehm, unaufdringlich, äußerst sorgfältig gearbeitet und wirklich sehr schön anzusehen. Und darüber haben wir uns wirklich sehr gefreut. Wir haben natürlich sehr lange überlegt und uns Zeit mit der Entscheidung gelassen. Ursprünglich haben wir uns im Herbst mit der Firma in Verbindung gesetzt. Am Ende beschlossen wir, den Kamin trotzdem im Frühling zu bauen. Aber sie sprachen sehr taktvoll und intelligent mit uns und dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Dankbar. Vom ersten Treffen mit Ceramica Decor an verging ein ganzes Jahr bis zur Installation. Während wir nachdachten, koordinierten wir alles. Wir haben erneut verschiedene Optionen und andere Hersteller in Betracht gezogen. Aber letztendlich haben wir verstanden, dass wir den Kamin genau bei Ceramica Decor machen lassen müssen, weil hier alles hochwertig, professionell, mit viel Geschmack und sehr schön ist. Deshalb... Der Designer ist ausgezeichnet. Das Montageteam arbeitet sehr sorgfältig und aufmerksam. Alles ist sauber und schnell erledigt. Wenn es irgendwelche Mängel gab, haben sie uns darauf hingewiesen. Sie gehen mit ihrer Arbeit wirklich sehr gewissenhaft. Gewissenhaft, sie schätzen ihre Arbeit sehr. Ja, sie sorgen dafür, dass der Kunde zufrieden bleibt. Und natürlich lieben wir es jetzt, besonders an kalten Winterabenden, uns in unserem Wohnzimmer zu versammeln und unseren Kamin anzuzünden. Unsere Gäste kommen auch sehr gerne zu uns. Wir sitzen hier und schauen Filme. Besonders während der langen Neujahrsfeiertage war es sehr warm und gemütlich. Gemütlich. Wir sind zufrieden, dass wir einen Kamin mit offener Feuerstelle gebaut haben. Man hört das Knistern. In großer Ausführung. Des knisternden Holzes, man sieht das lodernde Feuer und... Groß. Romantisch, schön. Früher sind wir generell gerne wandern gegangen und waren mehrmals in Sibirien, am Baikalsee, in Transbaikalien, in der Taiga, sind auf solchen Kajaks und Katamaranen gefahren. Und wir lieben es sehr, abends am Lagerfeuer zu sitzen. So eine Romantik. Und so haben wir beschlossen, dieses Zuhause zu machen, als Teil unseres
Lebens. Ja, ja, damit man das Feuer auch zu Hause bewundern kann.